Hallo Leute, willkommen in meiner kleinen schnuckligen Bude. Ganz spontaner Dreh, weil etwas so die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirrt und mich sehr beschäftigt hat die letzten Tage und auch so ein bisschen so die Augen geöffnet hat. Und zwar geht es um das Thema Hollywood und ganz besonders die Kameras. Ja, ich war letzte Woche im Film The Creator von Gareth Edwards, der auch für Rogue One verantwortlich war. Und Rogue One für mich einer der besten Star Wars Filme der letzten Jahre, auf jeden Fall. Man hat seinen Fingerabdruck dort auch gemerkt. Aber was ich besonders bei diesem Film hatte, war diese Immersivität, ja, oder dieses Immersive, dass man da so davor sitzt und wirklich so das Gefühl hatte, man ist so in der Welt, diese Welt gibt es wirklich, die Effekte waren mega gut, es sah wirklich sehr, sehr schön aus, die Bilder und es war einfach sehr schön anzugucken. Aber auch die ganze Zeit saß ich im Kino und habe mir gedacht, mit welcher Kamera hat er das gefilmt? Man kennt ja so diese Bilder und beziehungsweise auch diese Stile von Arri-Kameras, von Red-Kameras. Und das war es irgendwie nicht, aber es sah trotzdem so mega gut aus. Und als ich dann gesehen habe, welche Kamera das war, hat es mir eigentlich fast die Sprache verschlagen. Ja, wer schon mal ein Making-of von so einer Hollywood-Produktion gesehen hat, der kennt sie mit Sicherheit, diese riesen Kameras von Arri, von Red, was auch immer. Die sind super schwer zu transportieren, aber die haben eben diesen besonderen Look, den man eben erreichen möchte. Aber Gareth Edwards hat auf eine Sony FX3 gesetzt. Diese Sony FX3 basiert auf einer Sony Alpha 7S III, das eine Fotokamera ist. Also im Grunde ist es eine Consumer-Kamera, die jeder einfach sich kaufen kann, so für 4.000 Euro zum Beispiel. Glaube ich, kostet die mittlerweile 4.500. Ist natürlich viel Geld, aber verglichen zu einer Red, die um die 50.000 Euro oder mehr kostet, eine Arri locker mehr, ist das natürlich ein kleines Budget. Ja, der ganze Film hat insgesamt um die 80 Millionen Euro gekostet, hat leider bis jetzt nur 60 Millionen ungefähr eingespielt. Finde ich schade, weil der Film ist echt gut. Die sind wirklich in 80 Länder gereist und waren mit dem ganzen Team in verschiedenen Ländern, überall. Die waren in Tibet, die waren überall. Und selbst das war günstiger, als das Ganze digital zu machen und mit einem Greenscreen oder so. Total abgefahren. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Sony FX3. Die ist ein bisschen kleiner als die Sony Alpha 7S III, ist aber so auf Cinema getrimmt. Ja? Das ist halt eine Videokamera. Da wurde früher immer gesagt, ja, ist so für Content-Kreatoren oder für kleine Indie-Studios oder für Leute, die gerade anfangen wollen. Und er hat es einfach genommen und hat daraus einen Hollywood-Film gedreht. Einen richtigen Hollywood-Film mit Effekten, mit allem drum und dran, alles, was dazugehört. Und das hat mich so geflasht und hat mir so zu denken gegeben, weil ich so das Gefühl habe, dass wir momentan, also ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass wir momentan an einem Punkt sind, wo es völlig egal ist, welche Kamera man nutzt. Man kann immer was mega Geiles damit drehen. Jetzt überlegen wir mal so 10 Jahre zurück, wo ich mit der Videografie angefangen habe, mit einer Canon 700D. Die hat ungefähr, glaube ich, so 600, 700 Euro gekostet, schätze ich mal. Die konnte Full HD, noch nicht mal Zeitlupe, also keine 60 Bilder, sondern eher so 30. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, in welche Richtung sich das entwickelt hat heutzutage, ist das einfach kompletter Mindblow. Ja? Also ihr könnt mit einer Kamera, die 500, 600, 1000, 1500 Euro kostet, mindestens 4K drehen, vielleicht sogar 4K 60, wenn nicht Full HD irgendwie 100 oder 60 oder 120, wie auch immer. Ihr könnt heutzutage, egal welche Kamera ihr nehmt, von den modernen natürlich, etwas richtig Geiles schaffen und etwas richtig Geiles drehen, was auch so einer Hollywood-Produktion nahe kommt. Natürlich spielen da auch noch mehr Faktoren ein, wie jetzt das Licht, die Belichtung, die Komposition, wie möchte ich das haben, ein bisschen Nebel, ein bisschen Filter auf der Linse, ein bisschen dies, das, ja, und dann auch natürlich in der Post-Production und so weiter. Aber man kann so viel rausholen, man kann heutzutage so viel machen und das hat mir so irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, im Grunde brauche ich eigentlich persönlich nie wieder eine neue Kamera. Ich selbst filme jetzt mit einer Canon C70 und bin absolut zufrieden. Ich habe meine letzten Kameras eigentlich nur aus dem Grund gekauft, weil mir Funktionen gefehlt haben. Nicht, weil mir das Bild nicht gefallen hat oder ich irgendwie einen größeren Sensor wollte oder so. Ich habe einen Super 35 Sensor, hatte ich vorher auch. Ich habe mit der Zcam S6 gefilmt. Jetzt ist die C70, die hat auch einen Super 35 Sensor. Habe dann einen schönen Speedbooster drauf. Und das funktioniert alles perfekt. Was mir immer gefehlt hat, interne ND-Filter, ein klappbares Display, XLR-Inputs, ja, und das hat sie alles und im Grunde genommen brauche ich persönlich gar keine mehr und das macht einen so ein bisschen, es motiviert, ja, weil man sagt, ey, ich habe alles, was ich brauche, mehr brauche ich nicht und ich kann damit etwas Geiles filmen, was aussieht wie The Creator,
wenn ich es nur möchte. Und jetzt noch ein kleines Ding nebenbei. Das Wichtigste an der Kamera sind natürlich die Objektive. Die Zeiten, wo man gesagt hat, oh, es muss immer schärfer sein und immer knackiger, sind eigentlich fast vorbei, weil viele Filme werden mit Vintage-Objektiven gedreht. Ich selber nutze Canon FD-Linsen. Ich habe hier einen 50 mm Canon FD mit einem 3D gedruckten Housing. Ja, das kann man sich runterladen, man kann das ausdrucken auf seinem 3D-Drucker und dann die Canon FD-Linse oder was auch immer hier reinbauen. Ist ein sehr, sehr cooles Ding und man hat so einen Cinema-Look. Ja? Es ist eine sehr große Linse jetzt geworden aus der kleinen. Und ich packe euch den Link dazu, wo ihr die Dinger findet, unten in die Videobeschreibung. Ja, ich selber filme gerade mit dem Canon FD 50 mm und ich habe noch ein Helios 44-2, was wirklich, es ist so ein schönes Objektiv. Es ist so gut, es hat so ein schönes Bokeh. Damit wurde auch der Batman-Film gedreht, der letzte, und Joker wurde auch mit Vintage-Linsen gefilmt. Und ich kann es euch absolut empfehlen. Ist kleines Geld, besorgt euch die, geht filmen und ihr werdet sehen, ihr bekommt einen Look, der Hollywood-ähnlich sein wird und dann werdet ihr auch super viel Spaß beim Drehen haben. Ja, das war's auch mit meinen kurzen Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein bisschen spontan aus meiner Wohnung, vielleicht ein bisschen schallig. Ja, ist jetzt nicht so der perfekte Ton, aber ich glaube, das ist ein cooles Format, was man vielleicht so hin und wieder mal machen kann. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich sage bis dann und ciao.